wir haben ja zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Wir schieben die Entscheidung noch weiter nach hinten, dann werden die Konsequenzen sehr viel dramatischer sein. Wir leben noch eine Zeit lang in unserem, ja, für uns im Westen bequemen Situation und dann kommt irgendwann der wesentlich dramatischere Veränderungszwang. Oder aber wir fangen jetzt schon langsam an, wir hätten schon vor 40 Jahren eigentlich beginnen müssen, aber spätestens jetzt sollten wir dran gehen, wirklich zu versuchen, sowohl den Klimawandel in den Griff zu bekommen, wie auch das Artensterben. Mein Name ist Volker Moosbrugger. Ich bin Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, eine Einrichtung, die so 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und eben die Natur erforscht. Mein eigenes Forschungsthema ist eigentlich, wie sich die Vegetation, also das Pflanzenkleid, im Lauf der Zeit ändert und wie das wechselwirkt mit Klimaveränderungen. Also wir sind sicher im Moment in einer Umbruchphase im gesamten Erdsystem. Warum? Weil wir eben auf der einen Seite diesen wirklich sehr dramatischen Anstieg in den Kohlendioxidgehalten in der Atmosphäre haben. Normalerweise wäre eine Konzentration normal von 280 ppm, das sind Teile pro Million. Das heißt, normalerweise hätten wir 280 Teile Kohlendioxid pro 1 Million Luftteile. Wir haben heute aber durch die Aktivitäten des Menschen 400 Teile Kohlendioxid pro 1 Million Teile Luft, also deutlicher Anstieg. Darüber hinaus beobachten wir eben durch den Anstieg der Bevölkerungszahl und den wachsenden Landverbrauch eben auch einen großen Verlust an Arten. Wir erleben ein 6. Massenaussterben. Das heißt schon, das System Erde baut sich um und das ist eine gewisse Instabilität. Das kann man als Krise aus unserer Sicht, aus menschlicher Sicht als Krise bezeichnen. Und es ist noch nicht ganz klar, wo die Wege nachher tatsächlich hinführen. Das wird wesentlich davon abhängen, wie wir Menschen darauf reagieren. Nun bin ich selber Vater von 2 Töchtern. Da schaue ich ganz anders auf die Veränderungen, die wir heute erleben. Da mache ich mir natürlich Gedanken, wie werden meine Kinder, meine Enkelkinder, die Zukunft aussehen für die gesamte Menschheit. Und man hat als Mensch, der man das alles miterlebt, natürlich auch die Verantwortung letztlich auch für die Entwicklung der gesamten Menschheit. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kapital auf Ihrer Sparkasse von 20.000 € und verdienen im Monat 1.000 €. Und jetzt geben Sie jeden Monat nicht 1.000 € aus, das Sie monatlich verdienen, sondern jeden Monat 2.000. Dann können Sie sich ausrechnen, das Kapital, das Sie haben, reicht Ihnen genau 20 Monate und dann haben Sie alles verbraucht. Und so ähnlich gehen wir mit der Natur um. Wir verbrauchen zu viel Natur, sodass eben an bestimmten Grenzen, wir an bestimmte Grenzen stoßen und das macht sich bemerkbar durch natürlich auch Naturkatastrophen, Extremereignisse, auch Brände, wie wir sie jetzt in Australien sehen. Wenn wir jetzt nicht deutlich uns bewegen im Hinblick auf eine nachhaltige Behandlung der Natur, dann wird die Zahl der Menschen, die auf dieser Erde leben können, wieder zurückgehen. Das wird sich wieder einregulieren auf irgendeine Zahl, vielleicht bei 4 Milliarden, aber nicht mehr bei 7 Milliarden. Und dieser Rückgang der Bevölkerungszahl, der wird natürlich dramatisch sein. Das ist mit großen menschlichen Katastrophen verbunden. Das wird Umweltmigration bedeuten. Das wird kriegerische Auseinandersetzungen bedeuten. Das heißt, das Einpendeln auf eine niedrigere Bevölkerungszahl ist schon eine richtige Krisensituation für die gesamte Menschheit. Wenn Sie erleben, wie eine uralte Kultur, nehmen wir die Inuits in der Arktis, die lange über Jahrhunderte, Jahrtausende von der Jagd gelebt haben, wie die auf einmal ihre gesamte Kulturgrundlage wegschmilzt, buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes. Oder wenn Sie sehen, wie eben wirklich die Planung in Jakarta vorwärts geht, wie kann ich diese Millionenstadt umsiedeln in ein ganz neues Land, dabei auch wieder viel tropische Regenwälder zerstören. Und das Ganze nur, weil wir nicht in der Lage sind, nachhaltig mit der Erde umzugehen. Die Natur hat ja eigentlich
keine Dramen, sondern Natur passiert, geschieht, entwickelt sich. Eine Erde, die zu 50% aus Wüste besteht, ist für die Natur genauso gut wie eine Erde, die zu 100% aus tropischen Regenwäldern besteht. Eine Erde funktioniert und da gibt es kein Gut und Böse und kein Besser oder Schlechter. Für uns Menschen allerdings natürlich schon. Wir Menschen leben in bestimmten Temperatur- und ökologischen Verhältnissen natürlich am besten. Und eine Erde, die eine Jahresmitteltemperatur von 40 Grad hätte, zum Beispiel, die wäre für uns schier nicht lebbar. Wir könnten natürlich mit unserer Technik versuchen, dann letztlich in irgendwelchen Kühlhäusern zu funktionieren. Nicht im Moment haben wir eine Jahresmitteltemperatur global gemittelt von 15 Grad. Alles, was so bis 20 Grad geht im globalen Mittel, das ist für uns noch gut darstellbar. Grundsätzlich denkbar ist ein Leben auch unter Wasser. Wir könnten Städte unter Wasser bauen, auch das ist immer wieder in der Planung gewesen. Wir könnten Städte bauen, auch auf dem Mond. Auch das ist durchaus immer wieder in der Planung. Allerdings muss man dazu sagen, es ist uns bisher noch nie gelungen, ein richtiges Ökosystem sich selbst tragend zu entwickeln. Es gab in den USA verschiedene Versuche, letztlich abgeschlossene Ökosysteme zu haben, in der Hoffnung, die könnten sich selbst so entwickeln wie die Erde. Das hat nie funktioniert. Die sind alle nach wenigen Jahren dann letztlich auch eingegangen. Die Menschheit wird erst reagieren, wenn es weh tut. Nicht? So sind wir Menschen nun mal lange Zeit vorauszuplanen und dann jetzt schon irgendwas auf die Seite zu legen, was ich erst in 50 Jahren brauche, das fällt uns unheimlich schwer. Man fängt dann an, wirklich aktiv zu werden und zu handeln, wenn es langsam weh tut. Und inzwischen tut es wirklich weh. Wir sehen natürlich Umweltveränderungen, die jetzt mehr und mehr dramatisch werden, sodass die Bevölkerung unruhig wird. Denken Sie etwa an das Volksbegehren in Bayern, rettet die Biene. In kürzester Zeit sind da über 1 Million Abstimmungen erfolgt, wo junge Leute, gerade auch junge Familien, sich dafür eingesetzt haben, doch mehr für die Natur und für einen Erhalt der Natur zu tun. Mein Name ist Jakob Schewe. Ich arbeite am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Bin hier Leiter der Arbeitsgruppe zu Klimawandel und Bevölkerungsdynamik. Und ich habe Physik studiert, bin Klimaphysiker sozusagen und forsche hier. First thing I think that needs to be done is to stop subsidizing the production of coal. That needs to happen almost immediately. We also need to stop building new coal plants, and we need to be investing in the development of alternative forms of energy. Renewable energy needs to be subsidized more. We need to be developing alternative forms of fuel. Immediately, the transportation sector needs to be changed. We need to be building more electrical automobiles, more hydrogen fuel-celled automobiles. We also need to be protecting ourselves from the changes that are happening and that will continue to happen even if we do mitigate climate change. So we need to be developing new forms of crops. We need to be building seawalls. We need to be, in some cases, perhaps moving communities. These are forms of adaptation that need to also occur. Theoretisch, wenn wir zunächst mal vom Klimawandel reden, ist es auch möglich. Technisch funktioniert das, Kohlendioxid aus der Atmosphäre wieder herauszuziehen. Das kostet allerdings Energie. Das heißt, wenn wir das Energieproblem gelöst hätten, könnten wir tatsächlich sogar auch von der hohen Konzentration Kohlendioxid wieder zurückkommen auf die alte ursprüngliche Konzentration von 280 Teilen Kohlendioxid-Molekülen pro 1 Million Luftteilchen. Beim Artensterben ist es sehr viel schwieriger. Wenn Arten ausgestorben sind, sind sie weg. Und wir wissen aus der Erdgeschichte heraus, da gibt es solche Massenaussterben. Da braucht die Natur Größenordnung 1 Million Jahre, 1 bis 3 Millionen Jahren, bis sie den Verlust durch das Massenaussterben wieder ausgeglichen hat. Also in bestimmten Bereichen können wir tatsächlich nicht nur stoppen, sondern könnten wir das System auch wieder zurückdrehen. In anderen geht es nicht mehr. The problems would feel much less urgent now if we
if in the 1980s, let's say, we had taken seriously the threat of climate change that we were already aware of at that time. Mein Name ist Jakob Schewe. Ich arbeite am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Bin hier Leiter der Arbeitsgruppe zu Klimawandel und Bevölkerungsdynamik. Und ich habe Physik studiert, bin Klimaphysiker sozusagen und forsche hier erstmal ganz allgemein zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Mensch und Natur. Also an der Forschung zum Klimawandel fasziniert mich, glaube ich, vor allem zu verstehen, wie unsere Welt funktioniert. Und also klingt jetzt so pathetisch, aber tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, wie die Atmosphäre funktioniert, der Ozean, die ganze Zirkulation, der Wasserkreislauf, die Vegetation, wie das alles ineinander greift und sich entwickelt hat. Also die Natur zu verstehen, die Forschung am Erdsystem ist unglaublich faszinierend. Und dann jetzt zu gucken, was sind die gesellschaftlichen Auswirkungen, wenn wir dieses System stören, ist vielleicht nochmal auf eine andere Art faszinierend. Ne? Da geht es nicht so sehr jetzt um physikalische Prozesse, sondern tatsächlich darum, dass uns das unmittelbar betrifft und immer stärker. Und das heißt, es ist nicht eine abstrakte Forschung irgendwo im Labor oder an der Tafel, sondern hier geht es tatsächlich darum, wie können wir diese akute Krise eindämmen. Und das hält einen natürlich auch ein bisschen auf Trab. Also ich glaube, dass die Politiker im Deutschen Bundestag eigentlich schon alles wissen, was sie wissen müssen. Zumindest was die naturwissenschaftliche Seite angeht, was die Ursachen und die Auswirkungen des Klimawandels angeht. Ich glaube, was momentan die Schwierigkeit ist die gesellschaftliche Umsetzung und politische und wirtschaftliche Umsetzung der Maßnahmen, die es braucht. Und da hat das PIK vor kurzem eigentlich einen Fahrplan ausgearbeitet. Da gehört eine CO2-Steuer dazu, aber auch ein Mechanismus, wie man vermeidet, dass durch so eine CO2-Steuer gerade ärmere Haushalte zu stark belastet werden. Das heißt, es geht mit einer Umverteilung umher. Und da hat die Politik jetzt erstmal gesagt, nee, das machen wir nicht. Und hat ein Klimapaket beschlossen, was nicht dazu führen wird, dass die Emissionen stark genug sinken. Und jetzt muss man, glaube ich, gucken, wie schafft man es, darüber hinaus zu gehen. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist, glaube ich, dass auch tatsächlich Bürgerinnen und Bürger ganz klar zeigen, wir wollen mehr, uns ist dieses Klimapaket nicht genug.